Hallo, herzlich willkommen zum Satsang. Herzlich willkommen zu diesem zweiten Satsang des Neujahrsintensivs. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Falls du zum ersten Mal hier im Satsang gelandet bist, heiße ich dich ganz besonders willkommen und ich möchte kurz sagen, was wir hier überhaupt machen. Du kannst, wenn du eine Frage hast zu deinem Leben oder zu deinem spirituellen Weg, mir hier eine Frage stellen, entweder im Chat von Zoom oder im Chat von der YouTube-Übertragung. Und dann wird Simone die Frage vorlesen und ich werde versuchen, etwas dazu zu sagen. Du kannst auch direkt über Zoom mit mir sprechen, wenn du möchtest. Ja, und das Geheimnis von Satsang ist eigentlich nicht das, was gesprochen wird, sondern dass es bei diesem spirituellen Weg um etwas geht, was man selbst nicht tun kann. Deswegen wird auch so oft von Loslassen und Hingabe gesprochen. Man kann es selbst nicht tun und auch kein anderer kann es für dich tun. Aber wenn man in Kontakt mit einem Menschen kommt, der schon auf diesem Weg vorangeschritten ist, dann ist es, als wäre das ansteckend. Und plötzlich empfindest du Dinge, die du alleine nicht empfinden würdest. Plötzlich sind Sachen für dich verständlich, die vorher unverständlich waren. Und das passiert hier sozusagen hinter den Kulissen, ohne dass ich dafür was tue und ohne dass du dafür etwas tust. Es geht einfach von selbst. Ja, ich sagte gestern am Anfang des ersten Satzangs, dass ich dich dazu einlade, das alte Jahr dankbar zu beenden. Und zwar dankbar für alles, was du erlebt hast. Auch für die Dinge, die schwierig für dich waren. Auch für die Dinge, die du vielleicht überhaupt nicht verstehst. Und ich sagte, dass ich dich dazu einlade, dieses neue Jahr zu beginnen, ohne Pläne, ohne Erwartungen, sondern mit Offenheit. Mit Offenheit für das Leben. Mit Offenheit für das, was das Leben dir bringt. Und es ist ja üblich, gerade zu Beginn des neuen Jahres, so Neujahrsentschlüsse zu fassen, die man dann versucht, während des Jahres umzusetzen. Und ich sagte, dass ich das nicht tue und dass ich das auch nicht empfehle. Aber es gibt eine Ausnahme. Und auf die möchte ich jetzt hinweisen. Und zwar hat mich Swamiji daran erinnert, heute Nacht. Heute Nacht hat Swamiji einen Diskurs gegeben, anlässlich des Jahreswechsels. Und es war ein wunderbarer Diskurs. Falls du dich für die Samapan-Meditation interessierst, lege ich dir ans Herz, diesen Diskurs zu hören. Swamiji hat natürlich auf Hindi gesprochen, aber es gab auch eine englische Übersetzung. Und du kannst dann also auf Englisch hören, wenn du des Englischen mächtig bist, was Swamiji gesagt hat. Auf meiner Website, auf der Samapan-Meditation-Seite, da findest du die Links zu den Übertragungen dieses Diskurses heute Nacht. Ja, und in diesem Diskurs, da hat Swamiji gesagt, eine Sache, dazu solltest du dich entscheiden. Und zwar täglich meditieren. Egal was, egal wie du dich fühlst, egal ob du Zeit hast oder nicht. Jeden Tag meditieren. Das ist ein gutes Vorhaben. Und er sagte in dem Diskurs, dass es so viele Menschen um sich herum sieht, die er schon kennt, die er seit Jahren sieht, aber wo er ganz deutlich erkennen kann, dass die keine Fortschritte in ihrem Leben machen, dass sich deren Leben nicht verändert. Und er sieht, dass es daran liegt, dass die eben nicht regelmäßig meditieren, nur ab und zu, so wie es ihnen gerade passt. Das ist das eine Wichtige in diesem Leben, dass wir jeden Tag regelmäßig meditieren.
Swamiji sagt, zwei Dinge sind wichtig. Regelmäßigkeit und Kollektivität, Gemeinschaft. Dass man jeden Tag alleine meditiert. Und immer wieder, am besten einmal die Woche, in Gemeinschaft, in der Gruppe. Und diese beiden Dinge zusammen, die stellen sicher, dass du spirituellen Fortschritt machst. Wie das geschieht, weißt du nicht. Das geschieht von selbst. Aber diese eine Sache, jeden Tag meditieren, das ist wichtig. Und es ist ganz interessant, beim Meditieren geht es im Grunde darum, dass wir diese Identifizierung mit dem Körper ganz allmählich hinter uns lassen und unsere Seele entdecken. Dass wir von dieser körperlichen Ebene, auf der wir uns so zu Hause fühlen, so identifiziert fühlen, das heißt, ich glaube, ich bin dieser Körper und ich glaube, ohne diesen Körper gibt es mich nicht, dass wir ganz allmählich erkennen, dass das nicht stimmt und dass wir in Wirklichkeit etwas anderes sind, nämlich eine Seele, die mit diesem Körper nichts zu tun hat. Die Seele wohnt für gewisse Zeit in diesem Körper, aber hat abgesehen davon mit diesem Körper nichts zu tun. Und in dieser halben Stunde des Meditierens jeden Tag wenden wir uns dieser Seele zu. Und es ist ganz spannend, denn wir sind es so gewohnt, uns um den Körper zu kümmern. Wir geben ihm 3-mal oder 4-mal am Tag Nahrung, wir waschen ihn, wir rasieren ihn und was weiß ich. Wir kümmern uns um diesen Körper, um sein Wohlbefinden. Wir kümmern uns darum, dass es ihm gut geht. Aber um diese Seele kümmern wir uns überhaupt nicht. Und wenn jemand sagt, meditiere eine halbe Stunde am Tag, dann sagen manche Menschen, ja, dafür habe ich aber nicht wirklich Zeit. Dabei ist das eine Wichtige. Ja. Und daran hat Swamiji in diesem Diskurs erinnert und er hat es natürlich viel schöner gemacht als ich und ich kann diesen Diskurs nur jedem empfehlen. Und ich würde gerne noch etwas zum Meditieren sagen, weil mir immer wieder Menschen schreiben, ja, ich meditiere jetzt schon seit ein paar Wochen oder seit 40 oder 45 Tagen, aber mein Leben hat sich noch nicht verändert. Und ich möchte gerne sagen, was das Wichtigste beim Meditieren ist. Wenn du die Samarpa-Meditation machst, dann geht es darum, eine halbe Stunde lang deine Aufmerksamkeit auf dieses Kronenchakra zu richten. Und zwar ohne jede Bewertungen. Das wollte ich nicht sagen. Ohne jede Erwartungen. Wir lassen die Gedanken gehen, wir ignorieren die Gedanken so gut wir können und ruhen mit der Aufmerksamkeit hier oben, an diesem Punkt unseres Körpers. Ohne jede Erwartung. Sonst ist es kein Meditieren. Wenn du dich hinsetzt für diese halbe Stunde, weil du möchtest, dass durch dieses Meditieren dann irgendwann etwas ganz Bestimmtes geschieht, dann meditierst du nicht. Dann schleichen sich durch die Erwartungen deine Gedanken sozusagen durch die Hintertür doch wieder in dich hinein. Es ist paradox, ja. Du hörst von mir und du lernst, dass das Meditieren das eine Wichtige im Leben ist, das Allerwichtigste und dass dadurch alles andere gelöst wird. Alle deine Probleme werden sich lösen. Du wirst zufrieden und glücklich werden. Du wirst in den Himmel kommen, so wie ich das gerne ausdrücke. Und doch besteht das Geheimnis darin, zu meditieren und zu leben, ohne jede Erwartung. Ohne darauf zu warten, dass sich Probleme auflösen. Ohne dass man darauf wartet, dass man glücklicher wird, als man ist. Sondern dass man ganz und gar da ist, wo man jetzt gerade ist. Ohne jede Erwartung. Denn dieses Erwarten, dieses Wollen, das sind auch nur Gedanken. Es ist also paradox. Man lässt jede Erwartung los während des Meditierens, ohne Erwartungen an die Meditation.
Das ist das Entscheidende. Und durch das Loslassen der Erwartungen wird es ganz leicht zu akzeptieren. Man beginnt alles zu akzeptieren an sich selbst und am eigenen Leben. Und dadurch entspannt man. Dadurch wird man zufrieden. Und dadurch verändert sich das gesamte Leben. Aber es gibt viele Menschen, die können das nicht. Die wollen das nicht. Die sagen, ja, wozu soll ich mich denn hinsetzen und meditieren, wenn mir das doch eh nichts bringt, wenn ich doch eh nichts erwarten darf. Aber das ist die Hürde, über die man springen muss. Jeden Tag meditieren, ohne zu erwarten, ohne irgendetwas zu erwarten. Und dann hörst du von mir immer mal wieder so zwischendurch Berichte, was Meditation bewirkt. Und das hörst du und es motiviert dich, aber dann meditieren ohne Erwarten. Leben ohne Erwartungen. Das ist das große Geheimnis. Das ist das große Paradox des spirituellen Weges. Und ich möchte meine Einleitung für diesen Satz dann beschließen mit einem letzten Hinweis. Mir haben gelegentlich Menschen gesagt, und heute Morgen wieder, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, dass sie das Gefühl haben, dass sie bei der Meditation die Erdung verlieren. Und wenn du mit Erwartungen meditierst, wenn du irgendetwas möchtest beim Meditieren, und sei es auch nur eine schöne Erfahrung, dann verlierst du die Erdung. Dann wirst du in Gedanken verloren gehen, ohne dass du es merkst. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Wenn du dich zum Meditieren hinsetzt und du möchtest, du hast die Vorstellung, wenn du richtig meditierst, dann wirst du ein ganz bestimmtes Gefühl bekommen oder irgendeine besondere Erfahrung, die du dir vorstellst. Dann wirst du irgendwie diese Erfahrung haben, aber nicht durch die Meditation, sondern durch deine Erwartung, durch deine Fantasie. Und das ist nicht notwendig und das ist auch nicht vorteilhaft. Ich habe überhaupt nicht die Erfahrung, dass mich die Meditation von der Erde löst. Für mich ist es genau das Gegenteil. Dadurch, dass ich aus den Gedanken rauskomme und einfach nur hier ruhe, fühle ich mich heute verwurzelter mit der Erde, verbundener mit dem Leben als je zuvor. Und heute Morgen, als ich darüber ein wenig nachgefühlt habe, nachdem ich erst heute wieder darüber einen Bericht gehört habe, da ist es mir gedämmert, was das Seltsame und was der Segen in meinem Leben ist, ohne dass ich dafür was kann. Ich hatte in diesem Leben keine Erwartungen. Aber das war für mich immer so normal, dass ich es gar nicht bemerkt habe. Ich habe immer nur gemerkt, dass die Menschen um mich herum eigentlich alle unzufrieden waren. Schon als Jugendlicher ist mir das aufgefallen, schon als Schuljunge. Und ich habe nicht verstanden, was deren Problem ist. Und erst jetzt langsam erkenne ich, wie normal es für die Menschen ist, Erwartungen zu haben. Und ich hatte die nie. Ich hatte Beziehungen, ich hatte Ehen. Und ich habe immer alles genossen, wie es war. Und ich hatte keine Erwartungen, die mir bewusst waren. Natürlich war ich psychologisch verkorkst, wie alle anderen auch. Aber ich habe irgendwie anders gelebt. Und als ich zu Soham kam, zu meinem spirituellen Meister, hatte ich überhaupt gar keine Erwartungen an ihn oder an den spirituellen Weg. Ich hatte nichts gesucht. Und trotzdem ging alles weiter in Richtung Himmel. Und heute weiß ich nicht nur trotzdem, sondern gerade deswegen, gerade weil ich keinerlei Erwartungen hatte, konnte ich alles entdecken. Auf ganz leichte Art und Weise.
Und so war das dann für mich auch mit der Meditation, als ich zur Meditation gekommen bin. Dann meditierte ich ohne Erwartungen. Schon immer. Und das ist einfach. Und das möchte ich dir auch nahelegen. Meditiere ohne jede Erwartung und lebe ohne Erwartungen. Wir hatten es ja auch gestern im Satsang über Beziehungen und wie schädlich Erwartungen da sind. Erwartungen zerstören dein Glück und dein Leben. So, das soll es gewesen sein an Vorrede. Ich freue mich, dass wir heute nochmal hier zusammen sein können. Der Satsang wird jetzt bis 16 Uhr gehen. Ich freue mich, dass wir zusammen das Jahr beginnen können. Simone, hast du was zum Vorlesen? Ja, habe ich, lieber Michael. Oh, wie schön. Ich danke dir. Ich lese eine Frage vor von Chantal. Hallo Shantam, guten Morgen. Ah, guten Morgen. Grüß dich, dass du heute da bist. Hallo Michael, ich habe heute Nacht den Shibir gesehen, kann aber auch kein Englisch. Danke für deine Worte. Hier meine Frage. Ich habe nicht die Möglichkeit, in einer Gruppe zu meditieren, außer online. Die Gruppen sind einfach zu weit weg. Ich müsste fast 1,5 Stunden für eine Strecke fahren, um nach Jena zu kommen, oder Samstag zu dir. Im Winter fahre ich kaum Auto. Reicht es erstmal online in der Gruppe zu meditieren, bis sich etwas öffnet für mich? Danke für diese schöne Frage. Danke, dass du das Thema mit der Gruppe nochmal aufgreifst, denn es ist wirklich wichtig. Und für mich ist es genau wie für dich, Shantam. Die nächste Möglichkeit, in der Gruppe zu meditieren, ist für mich etwa 1,5 Stunden Autofahrt entfernt und einfach, wohlgemerkt. Und das schaffe ich in meinem Alltag nur ganz, ganz selten. Wir fahren gelegentlich zum Ort der Meditation und meditieren da zusammen. Aber ich habe es mir zur Regel gemacht, online zu meditieren. Und ich empfinde das als unglaublich hilfreich. Und du kannst einen Trick probieren. Das mache ich hier bei mir. Du kannst beginnen, regelmäßig online bei einer Gruppenmeditation mitzumachen. Und die gibt es ja jeden Tag. Es gibt jeden Tag mehrere Möglichkeiten, online in einer Gruppe mitzumeditieren. Und falls du Menschen kennst, die irgendwo in deiner Nähe sind, die auch die Samatha-Meditation schätzen, dann kannst du die einladen. Und dann sitzt ihr einfach zusammen und meditiert online mit den anderen online mit. So mache ich das hier bei mir zu Hause. Ich habe ja hier keine offizielle Meditationsgruppe, aber ich lade Menschen ein, hier auch aus dem Ort und aus der Gegend hier, äh, dass die hierher kommen und dann meditieren wir, da sitzen wir vor meinem Computer und sind bei einer Online-Meditationsgruppe zugeschaltet zu der Zeit, wo dann diese Online-Meditation stattfindet und dann meditieren wir zusammen. Und das ist jedes Mal eine so schöne Erfahrung. Und wenn das nicht stattfindet, wenn keine anderen Menschen kommen, dann sitze ich einfach da und meditiere online mit. Und das ist einfach hilfreich. Ich kann dir nicht erklären, wie das möglich ist, aber es ist hilfreich. Und ich empfinde die Meditation in einer richtigen Gruppe, wenn ich wirklich unter Menschen sitze, als noch intensiver, als noch hilfreicher. Aber weißt du, ich lebe so, wie es mir mein Meister Soham beigebracht hat. Der sagte, er nimmt immer das Beste von dem, was für ihn verfügbar ist. Und diese Art zu leben gefällt mir. Ich nehme einfach das Beste, was mir möglich ist. Und das ist für mich hier das Online-Meditieren. Und ab und zu mal, recht selten, eine richtige Gruppe. Ja, also mach dir keine Gedanken. Ich freue mich, dass du da bist. Dann habe ich noch eine Frage von Sabine, die ich gerne vorlesen möchte. Hallo Sabine, ich freue mich, dass du hier bist.
Hallo Michael, wie lebst du im Alltag? Wie sind bei dir Stresssituationen, zum Beispiel Streit mit Partner über Kindererziehung? Jugendliche Kinder sind so schwierig, man kann ja nicht alles erlauben. Danke für die Frage. Ja, ich bin sehr zurückhaltend damit, etwas über meine Lebensweise zu erzählen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ich mache das absichtlich. Weißt du, es ist so, für jeden Menschen sind andere Dinge richtig und gut. Es gibt ein paar Dinge, die sind für alle gut. Meditieren zum Beispiel. Aber selbst da, die Meditation, die ich liebe, die ist vielleicht nicht für alle Menschen gut. Und es gibt auch ein paar Menschen, die sind vielleicht noch nicht bereit für die Meditation. Deswegen muss man sehr Acht geben mit dem, was man erzählt, weil ganz schnell andere Menschen dann denken, ah, ich sollte auch so leben. Und das stimmt bei diesen vielen praktischen Dingen eben nicht. Wenn ich mein eigenes Leben anschaue, weißt du, ich könnte dir erzählen, wie ich mich ernähre, wie mein Tagesablauf ist. Aber diese Dinge haben sich so oft verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Was ich dir heute erzählen würde, stimmt in einem halben Jahr oder in einem Jahr womöglich schon gar nicht mehr. Aber andere Leute haben das dann irgendwann mal gehört und denken, ja, so lebt man, wenn man spirituell ist. Dabei hat es damit überhaupt nichts zu tun. Ich lese in diesem Madhu Chaitanya Magazin von Swamiji. Das ist ein englisches Magazin, das alle 2 Monate in Indien herausgegeben wird. Es gibt es auf Englisch. Und in jeder Ausgabe wird ein großer Heiliger der Welt vorgestellt und es wird ein wenig von ihm erzählt oder von ihr. Es sind auch Frauen darunter. Und das ist ganz spannend, denn wenn man dann mal so ein paar Ausgaben gelesen hat und einige dieser Heiligen kennengelernt hat, dann merkt man, jeder dieser gottgleichen Wesen war völlig anders, hat völlig anders gelebt, hat, hat völlig anders gesprochen. Ja, so viel dazu. Deswegen bin ich bewusst zurückhaltend mit praktischen Details aus meinem Alltag. Aber ich kann zu den 2 Sachen, die du konkret angesprochen hast, sehr gerne was sagen. Ich habe keinen Stress. Einfach deswegen, weil sobald ich wahrnehme, dass ich auch nur ein wenig in Stress gerate, bemerke ich das. Und ich merke, Moment mal, was ist hier los? Manchmal arbeite ich sehr intensiv. Manchmal gibt es ganz viele Sachen gleichzeitig zu tun. Das heißt aber nicht, dass man gestresst sein muss. Stress ist ein Zustand, wo ich glaube, ich sollte woanders sein, als ich jetzt gerade bin. Zum Beispiel, du fährst Auto und du hast Stau und du hast eine Verabredung oder einen wichtigen Termin. Und du siehst, es wird knapp. Und jetzt glaubst du, du solltest aber dort sein, und zwar rechtzeitig. Und wenn das nicht stattfindet, dann wirst du ein großes Problem haben und dann gerätst du in Stress. Aber für mich ist es anders. Wenn ich mich in so einer Situation befinde, das Erste, was ich tue, ist, ich bin da, wo ich bin. Okay, ich bin hier, ich kann nicht weiterfahren, so ist es. Vielleicht informiere ich dann den Menschen, mit dem ich einen Termin habe und sage, du, das schaffe ich nicht. Aber ich mache mir keine Gedanken darüber, dass das jetzt schlimm ist oder dass ich jetzt doch da sein sollte. Im Gegenteil. Wenn mir was geschieht, wo was nicht so klappt, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte, dann denke ich, ah, interessant. Das ist jetzt wirklich interessant. Offensichtlich will das Leben nicht, dass ich da jetzt bin. Ich verstehe nicht warum. Ich glaube eigentlich, dass es ein Problem ist, aber ich weiß, wenn es nicht klappt, dann hat es seinen Grund.
Auch wenn ich den Grund vielleicht in diesem Moment noch gar nicht verstehe. Oder ich merke, ich gerate in Stress, weil ich mir einfach zu viel vorgenommen habe. Und das passiert ja sehr schnell. Ja, im Gehirn, im Kopf kann ich alles sehr, sehr schnell machen. Aber in Wirklichkeit dauert alles, was ich tue, viel länger, als ich mir das gedacht habe. Alles, selbst die banalsten Dinge. Und das kennst du vielleicht aus deinem Leben auch. Und sobald ich dann merke, wow, ich schaffe das nicht, was ich mir vorgenommen habe, oder ich schaffe nicht das, was ich glaubte, dass es wichtig wäre, dann bin ich einfach hier und merke, okay, ich bin hier, ich bin nicht schneller als ich bin. Ich muss jetzt was weglassen. Und dann lasse ich irgendwas weg. Und dann ist es so. Und dann fühle ich mich manchmal verkehrt, aber dazu bin ich bereit. Manchmal denkt dann mein Kopf, das geht aber so nicht. Ja. Und dann bin ich bereit, die Gefühle zu fühlen, die damit einhergehen. Ja, dieses Verkehrtsein oder vielleicht diese Sorge, dass dann irgendwas nicht klappt in Zukunft. Und dann entspannt sich wieder was. Es ist sozusagen eine Hingabe ans Leben. Und wenn ich merke, dass ich gestresst werde, dann merke ich, dass es an dieser Hingabe ans Leben fehlt. Das ist für mich der Indikator. Wenn ich mein Leben dem Leben überlasse und einfach Ja sage zu dem, was das Leben mir beschert, gibt es überhaupt keinen Grund zu irgendeiner Art von Stress. Das ist ein großes Geheimnis. Es ist wirklich, wenn du meine Videos anschaust oder mich im Satsang kennst, dann weißt du, dass ich immer wieder über diese Hingabe spreche. Das ist das eine große Geheimnis, von dem alle Gurus gesprochen haben. Alle. Und das ist das eine, was sich der normale Mensch überhaupt nicht vorstellen kann. Deswegen sage ich oft, es ist leicht, wenn man einmal beginnt, das Leben machen zu lassen. Und du sprachst die Teenager an. Und wie ich das schaffe, dass ich in der Beziehung keinen Stress habe, weil man sich über die Kindererziehung streitet. Und das ist ganz einfach. Ich habe in der Beziehung überhaupt keinen Stress. Es, ich sehe einfach, wer hier besser Bescheid weiß. Und das ist die Mutter dieser Kinder. Die weiß 10-mal mehr als ich über die Kinder. Die ist mit den Kindern 10-mal inniger verbunden, als ich es bin als Mann. Es ist einfach ihr Terrain. Sie weiß es besser. Es ist einfach so. Und manchmal ganz, ganz selten kommt sie zu mir ganz vorsichtig, ganz respektvoll und versucht, mir was nahe zu bringen, wo sie erlebt hat, dass ich ein paar Mal Sachen gesagt habe oder gemacht habe, die überhaupt nicht vorteilhaft sind für das Kind. Und wenn sie mit sowas kommt, was ganz, ganz selten ist, nicht weil ich nichts verkehrt mache, sondern weil sie einfach sehr weise und zurückhaltend ist, dann höre ich zu, weil ich weiß, sie hat recht. Und dann ist es mit den Kindern einfach. Ich meine, mit Kindern ist es immer schwierig und einfach gleichzeitig. Ja. Aber ich überlasse es ihr und dann gibt es keine Reibung zwischen uns. Wir ziehen an einem Strang. Ja. Sie zieht am Strang und ich ziehe mit. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man das mit Kindern anders handhaben könnte als so. Ja, so ist es hier bei mir. Danke für deine Frage, Sabine. Ich lese als nächstes einen Kommentar vor von der Nicole. Und zwar, Nicole schreibt, ich frage mich aber, ob Erwartungen einfach passieren, ohne dass das Ich etwas daran ändern könnte.
Danke, Nicole. Ja, du hast natürlich völlig recht. Erwartungen geschehen, Gedanken geschehen. Falls du schon mal die Samapan-Meditation gemacht hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Du sitzt da, du gehst in die Krone mit deiner Aufmerksamkeit. Du möchtest die Gedanken ignorieren, aber das ist den Gedanken egal, die kommen. Einer nach dem anderen, immer wieder die ganze Zeit. Und so ist es mit den Erwartungen auch. Du beginnst zu meditieren und dann entdeckst du in den Wochen und Monaten und Jahren, was du für Erwartungen hast. Du weißt gar nicht, wo die herkommen. Es ist nicht so, dass du dich hinsetzt und denkst, das will ich jetzt erwarten, sondern diese ganzen Erwartungen, von denen ich spreche, sind normalerweise irgendwie einfach da. Die gehören gar nicht dir. Das sind kollektive Erwartungen. Das sind Erwartungen, die wir gelernt haben, die wir übernommen haben. So normal sind die. Das stimmt. Das heißt, du kannst nichts dafür. Es ist nicht so, dass du was falsch gemacht hast und deswegen jetzt Erwartungen hast. Es ist eher so ein Entdecken, so ein Wow. Weißt du, wenn du da einmal genauer hinguckst, sobald du einmal beginnst zu versuchen zu meditieren, sobald du einmal beginnst zu versuchen, den Gedanken keine Aufmerksamkeit zu geben, dann beginnst du zu entdecken, wie viele Gedanken du die ganze Zeit hast, ob du willst oder nicht, und wie viele Erwartungen. Und es gibt viele Menschen, die glauben, es geht bei der Samarpan-Meditation darum, eine halbe Stunde da zu sitzen, ohne Gedanken, ohne Erwartungen. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht möglich. Du kannst dir das nicht vornehmen. Was du tun kannst, ist, du setzt dich hin mit der Absicht, mit der Bereitschaft, mit der aufrichtigen Bereitschaft, die Gedanken zu ignorieren und hier oben zu ruhen. Mehr kannst du nicht tun. Und dann wirst du dich selbst kennenlernen. Dann wirst du deinen Zustand kennenlernen. Dann kommen die Gedanken und dann lässt du sie wieder gehen, so gut du eben kannst. Und dann spürst du deine Erwartungen. Dann lässt du die gehen, dann ignorierst du die, dann nimmst du die nicht persönlich und ruhst wieder in der Stille. Und dann kommen die nächsten Gedanken und dann kommen die nächsten Erwartungen zum Vorschein und du bemerkst sie. Swamiji geht sogar so weit zu sagen, dass die meisten Gedanken auch überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Und in dem Diskurs heute Morgen hat er ein Experiment vorgeschlagen. Er sagt, setz dich hin in einen Raum, wo du ganz alleine bist und wo um dich herum keine anderen Menschen sind. Ja? Wo du möglichst weit weg bist von anderen Menschen. Und da setz dich hin, ohne was zu tun, einfach so, und du gehst nach innen und wirst still. Und dann wirst du feststellen, dass du Gedanken hast, aber relativ wenig. Und dann machst du das gleiche Experiment an einem anderen Ort, wo du mitten unter Leuten bist. Da wirst du feststellen, wie viel in dir los ist, weil du die Gedanken aller anderen Leute um dich herum die ganze Zeit aufschnappst, ohne dass du das merkst. Es fühlt sich an wie deine eigenen Gedanken, wie deine eigenen Erwartungen. Es ist so, dass wir förmlich so werden wie die Menschen, die ständig um uns herum sind, weil wir deren Gedanken aufnehmen, als wären es unsere eigenen. Und wir können nicht unterscheiden, ist es jetzt mein Gedanke oder ist es der Gedanke meines Nachbarn oder meiner Partnerin. Aber letztlich ist es egal, wo die Erwartung herkommt, warum sie da ist. Es ist auch egal, wem der Gedanke gehört. Du ruhst im Kronenchakra und dann kommt ein Gedanke und dann musst du ihn ignorieren. Ganz sanft, ganz unernst. Dann ruhst du wieder in dir drin. Ja, danke für deine Frage. Vielen Dank. Nicole schreibt, danke für deine Worte. Sehr gerne, Nicole. Ich freue mich, dass du da bist.
Die nächste Frage, die ich vorlesen möchte, ist von Panama. Hallo Panama, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Ich wünsche mir schon wieder einen Partner an der Seite. Wahrscheinlich stehe ich mir selbst im Weg. Viele sagen, ich bin attraktiv und verstehen nicht, warum ich keinen Partner habe. Hm. Ja, die Attraktivität, die man von außen sehen kann, ist nicht die Attraktivität, die Menschen anzieht. Das kennst du vielleicht auch. Du siehst einen Menschen und eine Frau, die sieht wunderschön aus, aber sie ist nicht attraktiv. Und dann gibt es andere Menschen, die sind vielleicht gar nicht so titelbildfähig, aber die haben was an sich, das ist einfach attraktiv. Anziehen. Und schau, du bist ein Mensch, du hast alles, was du brauchst. Du hast ein wunderbares Leben in einem der reichsten Länder der Erde. Du lebst besser, als die Könige vor 100 Jahren gelebt haben. Das ist unvorstellbar. Aber du bist unzufrieden. Und das ist nicht attraktiv. Aber wenn du nichts brauchst, wenn du zufrieden bist, wenn du einfach glücklich bist, so wie du bist, das ist attraktiv. Das ist wunderschön. Solche Menschen sind so schön. So viel kann ich zur Attraktivität sagen. Ja. Ich möchte noch zwei Sachen mit auf den Weg geben. Das eine wird dir nichts nützen, das andere vielleicht schon. Ich sage trotzdem beide. Das eine sage ich, damit du dich in Zukunft irgendwann mal besser verstehst. Ein Mann wird dich nicht glücklich machen. Ja, du sehnst dich nach einem Partner, weil du mit jeder Faser spürst, dass dir das etwas geben wird, was du brauchst und was dein Leben besser machen wird. Das stimmt nicht, aber du fühlst so. Und weil du so fühlst, wirst du es selbst herausfinden müssen, dass dem nicht so ist. Und das muss jeder Mensch selbst entdecken. Ich sage dir das heute schon, denn bald wirst du wieder einen Partner haben. Und du wirst ihn lieben und alles wird ganz toll sein. Und dann 2 Monate später oder ein Jahr oder 2 Jahre später wirst du entdecken, dass er halt doch wieder nicht der ist, der dich glücklich macht. Und dann erinnere dich an das, was ich dir heute sage. Er kann dich nicht glücklich machen. Kein Mann kann dich glücklich machen. Es ist so, in der gesamten Geschichte der Menschheit hat es noch nie eine Frau gegeben, die wegen einem Mann glücklich war. Du wirst nicht die Erste sein. Das Glück kommt von woanders her. Und normalerweise ist es so, wir versuchen, unser Glück da draußen zu finden, in Beziehung. Für dich ist es Beziehung, für andere Menschen ist es Karriere oder Reichtum oder Macht oder Anerkennung. Und erst wenn man es immer wieder probiert hat, man hat das Ziel immer wieder erreicht und stellt immer wieder fest, ja, aber das ist es nicht. Und dann denkt man, ja, jetzt habe ich halt den falschen Mann erwischt. Aber wenn dir das dann 5 oder 6 oder 7 Mal passiert ist, irgendwann
merkst du, Moment mal, hier stimmt was nicht. So ging es mir. Weißt du, ich war wie du. Ich, ich bin ein Beziehungsmensch. Ich lebe gerne in Beziehung. Und ich habe früher mich nach einer Beziehung gesehnt, wenn ich keine hatte, so wie du. Ich konnte nicht allein sein. Und ich habe es immer wieder probiert. Und irgendwas hat dann irgendwann nicht funktioniert und dann war ich wieder allein. Und natürlich dachte ich, ich mache was verkehrt. Natürlich dachte ich, ich bin verkorkst. Also habe ich Therapie gemacht und an mir gearbeitet und was man halt so alles tut. Es hat trotzdem nichts genützt. Andere Menschen halten nicht sich selbst für verkehrt, sondern den Partner. Und dann merkt man jedes Mal, ja, das war jetzt wieder der verkehrte Partner, der es war wieder verkehrt. Aber es läuft beides aufs selbe hinaus, ganz gleich, ob du dazu neigst, dich selbst als falsch hinzustellen oder den Partner. Das, was du suchst, findest du da nicht. Dafür ist Partnerschaft einfach nicht da. Aber das wirst du selbst entdecken. Ich glaube, du weißt es auch schon. Aber vielleicht noch nicht so ganz. Vielleicht ist da immer noch diese Resthoffnung. Und ja, du wirst es selbst entdecken. Und das Zweite, was ich dir sagen möchte, und das ist etwas, was dir jetzt schon nützen wird, übrigens auch für deine nächste Beziehung, wenn du anfängst zu meditieren, dann wird was ganz Absonderliches geschehen. Du wirst beginnen, eine Welt zu entdecken, das Innen, so wie ich es nenne, von der du im Moment noch nichts weißt. Und je näher du deinem eigenen Inneren kommst, deiner Seele, desto weniger wichtig nimmst du die äußere Welt, deinen Körper und alles, was damit zu tun hat. Und da beginnst du dann, das habe ich eingangs beschrieben, als ich über Erwartungen gesprochen habe, wahre Zufriedenheit zu finden. Ja, wenn du nach innen gehst, hast du keine Erwartungen. Du lernst zu akzeptieren, dich selbst und dein Leben. Und du wirst zufrieden. In deiner Welt, in deinem Leben hat sich nichts verändert. Aber in dir drin hat sich alles auf den Kopf gestellt. Und du wirst zufrieden. Du wirst glücklich. Du weißt gar nicht, wo das herkommt. Und das geschieht vollkommen unabhängig davon, was in deinem Leben geschieht, ob du einen Partner hast oder nicht, ob du reich oder arm bist, ob du gesund oder krank bist, ob du rauchst oder nicht. Spielt alles keine Rolle. Das liegt in deiner Hand, das zu entdecken. Einfach indem du beginnst, dich nach innen zu wenden, ohne Erwartungen und mit Geduld. Und wenn du dann einen Partner hast, du wirst dann einen Partner haben, weil du immer attraktiver wirst, ja, die lassen dich dann nicht mehr in Ruhe, die Männer, dann brauchst du von dem nichts. Alles, was du brauchst, hast du bereits in dir gefunden. Du bist zufrieden. Und dann bist du nicht nur attraktiv für andere, sondern dann wird Beziehung auch wirklich einfach, weil du dann in der Beziehung nichts mehr suchst, was dort nicht zu finden ist. Und dann wird's leicht. Dann kommst du mit den Männern so zurecht, wie sie nun mal sind. Und Partnerschaften, Beziehungen sind deswegen für uns Menschen so unglaublich fruchtbar, weil wir, weil es nichts Besseres gibt, als uns zu desillusionieren. Ja, es gibt keinen anderen Bereich im Leben, wo wir mit so hohen Erwartungen reingehen, mit solchen Träumen, mit solchen Illusionen. Und es gibt keinen anderen Bereich im Leben, wo diese Illusionen und Träume so schnell und so gründlich zerstört werden. Und das immer wieder. Und das ist heilsam. Das ist gut. Es ist nichts verkehrt daran, weil dich das
reif macht dafür, dass du irgendwann merkst, Moment mal, ich glaube, ich suche hier an der falschen Stelle. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, danke für deine Frage. Ja, Michael, ich lese jetzt die nächste Frage vor. Sie kommt von John. Hallo John, ich freue mich, dass du auch heute hier bist. Wie schön. Hallo Michael, wie sollte man reagieren, wenn man sich nicht wohlfühlt? Zum Beispiel bei Schlafmangel, dass sich dann immer wieder Gedanken und Körperempfindungen, Erschöpfung und Sorgen drehen. Ja, Schlafmangel ist eine interessante Erfahrung. Ich lebe mit einer Partnerin zusammen, die hat diese Erfahrung auch. Sie hat es mit dem Schlafen schwer. Die meditiert schon 15 Jahre länger als ich. Deswegen ist es mit ihr auch so einfach, das Zusammenleben. Ist wunderbar. Aber sie hat es schwer mit dem Schlafen. Sie hat einen lustigen Körper, der manchmal schläft sie wunderbar, aber die meiste Zeit hat sie es wirklich schwer mit dem Schlafen und schläft einfach viel zu wenig. Und das spürt sie dann tagsüber. Das Allerwichtigste, wenn du das erlebst, ist, dass du ganz besonders darauf achtest, dass du den Gedanken keine Aufmerksamkeit gibst. Denn wenn der Körper erschöpft ist, dann ist es besonders leicht, dass man anfängt, den Gedanken Aufmerksamkeit zu geben. Und dann werden die Gedanken, die bekommen dann mehr Energie, die werden so ein bisschen verrückter. Ja, je übermüdeter man wird. Ich kann dir nicht sagen, was bei deiner Art der Schlaflosigkeit hilft. Das weiß ich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass der beste und produktivste Weg, damit umzugehen, der ist, es ganz und gar zu akzeptieren, wie es ist. Das heißt nicht, dass es für immer so bleibt. Aber wenn du das kannst, dann wird die Lösung, die es dafür gibt, zu dir kommen, wenn es eine gibt. Und wenn nicht, dann sagst du, okay, Gott, wenn ich so leben soll, dann lebe ich jetzt so. Das ist die beste und einfachste Art, damit zu leben. Alles andere macht es dir schwer. Alles andere macht dich völlig verrückt. Und die meisten Menschen glauben, Moment mal, wenn ich etwas akzeptiere, dann kann sich's ja gar nicht verändern. Aber das stimmt nicht. Genau das Gegenteil ist wahr. Aber fast kein Mensch weiß das. Ich selbst habe es in meinem Leben zahllose Male erlebt. Mit den Dingen, die mich geplagt haben. Wenn du deine Situation akzeptierst, wie sie ist. Ich meine, natürlich tust du, was du kannst. Ja, die offensichtlichen Sachen hast du ja alle probiert. Wahrscheinlich warst du auch schon bei Ärzten und hast zahllose Tipps probiert. Und das ist normal. Ja, wir probieren, was uns einfällt. Alles, was eine gute Idee zu sein scheint, das probieren wir einfach aus. Aber irgendwann bist du mit deiner Weisheit am Ende. Und dann, an dem Punkt, akzeptiere. Okay, ich weiß nicht weiter. Es ist so. Okay, dann akzeptiere ich das jetzt, ohne mir weiter Gedanken darüber zu machen. Und durch diese Akzeptanz bist du so offen, wie du nur sein kannst. Und wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dir das leichter zu machen, dann werden diese Möglichkeiten zu dir kommen, weil du dann am offensten bist. Aber wenn du dagegen kämpfst und damit haderst, dann hat es das Leben wirklich schwer, dir zur Seite zu stehen und dir Lösungen zu bringen. Es ist also genau umgekehrt, wie die meisten Menschen sich das vorstellen. Die meisten Menschen sind davon überzeugt, wenn ich es jetzt akzeptiere, dann heißt es, es wird für immer so sein und ich darf das auf keinen Fall akzeptieren. Aber das ist eine Sackgasse.
Das Leben funktioniert genau andersrum. Ich habe es immer wieder erlebt. Immer wieder. Danke, John. Und was du erlebst, du brauchst wirklich Geduld. Also du brauchst viel Geduld und ich leihe dir meine Geduld. Ich habe ganz viel davon. Und erinnere dich einfach immer wieder daran. Es ist so, okay. Es ist nicht meine Angelegenheit. Ja, es ist nicht mein Leben. Gott, wenn du willst, dass ich so für dich hier lebe, okay, ich bin bereit. Deine Angelegenheit. So würde ich damit umgehen. So gehe ich mit allem um, was mich plagt. Danke, John. Michael, magst du vielleicht als nächstes eine Frage von dir vorlesen? Aber sehr gerne. Ich habe hier auch ganz viele. Wie geht das genau? Den Gedanken keine Wertigkeit zu schenken, beziehungsweise sich nicht damit zu identifizieren. Und sie hat noch eine zweite Frage, die lese ich gleich anschließend. Ja, danke. Ich mag diese praktischen Fragen. Nun, das geht ganz leicht. Und das ist das, was wir in der Samarpa-Meditation üben. Deswegen ist die so hilfreich. Du versuchst einfach mit deiner Aufmerksamkeit an einen Punkt zu gehen, hier ans Kronenchakra, der nichts mit Gedanken zu tun hat. Wenn du dort mit der Aufmerksamkeit ruhst, kannst du nicht denken. Aber im nächsten Moment merkst du, wie du wieder denkst, wie du mit deiner Aufmerksamkeit bei den Gedanken bist. Und einfach dieser Akt, deine Aufmerksamkeit weg von den Gedanken zu nehmen und woanders hinzurichten, wo keine Gedanken sind, der ist die Gedanken nicht wichtig nehmen. Das Gegenteil davon ist dieses Gefühl, nein, das ist aber wichtig. Ich kann jetzt nicht im Kronenchakra ruhen. Das ist ein wichtiger Gedanke, den darf ich auf keinen Fall vergessen. Ja, das ist das Gefühl, was man bei vielen Gedanken bekommt. Und dieses Gefühl, das dann zu ignorieren, zu sagen, nein, da spiele ich jetzt nicht mit. Ich ignoriere das. Das geht mich überhaupt nichts an. Ich meditiere hier. Ich ruhe jetzt im Kronenchakra. Es fühlt sich so an, als würde man sich selbst nicht mehr glauben. Ja, dieses Selbst, das aus Gedanken besteht. Und wenn du das mal ein bisschen geübt hast, dann bekommst du ganz schnell ein Gefühl dafür. Solange man mit den Gedanken identifiziert ist, hat man das Gefühl, ich bin das. Wie soll ich mich denn selber ignorieren? Das geht doch gar nicht. Aber dann ruhst du im Kronenchakra und plötzlich bemerkst du, das sind Gedanken. Du bist von denen getrennt. Du kannst die beobachten. Und das ist schon die halbe Miete. Dann kannst du sie, dann kannst du denen entweder Aufmerksamkeit geben oder nicht. Du kannst deine Aufmerksamkeit auch woanders hinrichten. Und wenn du das kannst, dann bist du mit diesen Gedanken schon nicht mehr identifiziert. Und dann landest du wieder in den Gedanken drin, ohne dass du das merkst. Und sobald dir das wieder bewusst wird, dann hast du wieder die Wahl. Und dann kannst du dich wieder entscheiden, will ich jetzt dem Gedanken Aufmerksamkeit geben oder gehe ich ins Kronenchakra zurück. Und das ist wieder dieser Schritt des Loslassens. Das ist der Schritt der Hingabe. Die Gedanken nicht wichtig nehmen. Alles, von dem ich glaube, es sei wichtig, da oben, das eben nicht wichtig zu nehmen. Das ist die Gedanken, die keine Wertigkeit geben. Man glaubt nicht mehr, dass das, was da oben denkt, wesentlich wäre.
Und am Anfang ist es ein richtiges Abenteuer, weil alles in dir denkt, jetzt passiert gleich was ganz Schreckliches, mein Leben bricht zusammen, weil man so sehr diesen Gedanken glaubt. Aber recht schnell stellt man fest, wow, mein Leben ist nicht zusammengebrochen. Im Gegenteil, mir ging es viel besser heute. Und dann macht man so seine ersten eigenen Erfahrungen damit und dann stellt man fest, Moment mal, die sind ja wirklich nicht wichtig. Die Gedanken tun dann immer noch so, als wären sie unglaublich wichtig, aber man hat zum ersten Mal selbst erlebt, dass das gar nicht stimmt. Und dann wird's interessant, dann wird's leichter. Und sie hat noch eine zweite Frage in derselben E-Mail. Ich möchte dich auch fragen, wie geht richtig meditieren? Diese ganz kurzen Fragen, die haben es immer in sich. Ja, wie geht richtig meditieren? Ich muss jetzt leider mit einem Paradox antworten. Meditieren ist, wenn du nicht mehr versuchst, irgendwas richtig zu machen. Meditieren ist, wenn du aufhörst, dir überhaupt die Frage zu stellen, meditiere ich richtig oder nicht. Richtig meditieren ist, wenn du dir keine Gedanken darüber machst, ob du richtig meditierst oder nicht. Solange da der oder diejenige da ist, die guckt, mache ich das richtig oder nicht, solange meditierst du nicht. Aber wenn du die Gedanken loslässt und diese Fragen loslässt, diese Bewertungen loslässt und einfach hier ruhst, da hast du keine Ahnung, ob du hier irgendwas richtig machst oder nicht. Du weißt noch nicht mal, wo du bist. Du weißt nicht, ob du im Kronenchakra ruhst oder nicht. Du weißt überhaupt nichts mehr. Du ruhst in Gottes Schoß, ohne es zu wissen. Das ist richtig meditieren. Aber du weißt davon nichts, weil du dir die Frage nicht mehr stellst. Das ist das Paradoxe an Meditation. Deswegen sagte ich eingangs, zu Beginn dieses Satzangs, dass das Wesentliche am Meditieren ist, keine Erwartungen zu haben, es nicht richtig machen zu wollen. Weder da draußen im Leben, noch jetzt hier beim Meditieren, in dieser halben Stunde. Du setzt dich einfach hin und ruhst im Kronenchakra. Schau, wenn du spazieren gehst, dann machst du das, weil es da draußen so schön ist. Du liebst die Natur. Jetzt nach diesem Satzang, später um 16 Uhr werde ich nochmal rausgehen, weil es so schön ist gerade. Alles ist gefroren und eiskalt. Aber wenn du spazieren gehst, dann versuchst du nicht richtig spazieren zu gehen. Ja, du gehst jetzt nicht raus mit dem Bestreben, das ist irgendwie so hinzukriegen, dass es ein richtiger, guter Spaziergang wird. Du denkst da überhaupt nicht drüber nach. Du gehst einfach raus, weil es schön ist. Und weil es einfach wunderbar ist, in der Natur zu sein. Und dann kommst du wieder nach Hause, du bist erfrischt und gehst die nächsten Aufgaben an und hast viel mehr Energie als vorher und bist guter Dinge. Aber du denkst nicht, ah, das habe ich jetzt richtig gut gemacht, diesen Spaziergang. Und ich merke es jetzt auch, ich fühle mich viel besser. Nein, nichts dergleichen. Und so meditiert man. Du setzt dich einfach hin, weil es so gut tut. Ja? Wenn du einen Spaziergang machst, gehst du raus in die Natur hier in der Welt. Wenn du meditierst, dann ruhst du in deiner wahren Natur, die noch viel erfrischender und viel energiereicher ist als die Natur da draußen in der Welt. Dann ruhst du da einfach und du brauchst dir überhaupt keine Gedanken machen, ob du es richtig oder falsch machst. Im Gegenteil, Swamiji sagt, mach dir keine Gedanken darüber, wie gut deine Meditation ist. Er sagt, er ist dafür verantwortlich. Ja, und immer wenn bei dir ein Gedanke kommt, mache ich das richtig? War das jetzt gut? Dann kannst du wissen, Moment mal, das ist nicht meine Angelegenheit. Das ist Swamijis Angelegenheit. Damit habe ich nichts zu tun. Ich meditiere einfach so, wie es passiert. Der Rest geht mich nichts an. Und das ist richtig meditieren. Und das ist übrigens auch richtig Leben. So lebt man. Es ist Gottes Angelegenheit.
Du lebst einfach mit, dann wird alles einfach. Ja. Danke für diese schönen Fragen. Simone, darf ich weitermachen oder hast du was? Lieber Michael, ich habe gerade eine Frage, wo es auch um die Meditation geht. Die würde ganz Ja, gut passen. Ich würd sie vorlesen, wenn das okay ist für dich. ja, natürlich. Dafür bin ich da. Tanja, Hallo Tanja, ich freue mich, dass du da bist. Wie schön. sie schreibt Dankeschön. Ich lese deinen Newsletter seit gut 4 Monaten und freue mich jeden Morgen über die Nachricht. Nur das mit dem Meditieren klappt nicht bei mir. Muss man überhaupt meditieren? Danke für deine Frage. Diese kurzen Fragen sind die besten. Also das, was du da sagst, du sagst, das Meditieren klappt bei dir nicht. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Das ist wie wenn du gerade zur Tür hier bei mir reinkämst und sagst, ich habe gerade einen Spaziergang gemacht und ich habe ihn falsch gemacht. Es geht nicht. Man kann nicht falsch spazieren gehen. Man kann nicht falsch meditieren. Du setzt dich hin mit der Absicht, im Kronenchakra zu ruhen. Das ist Meditieren. Was dann da passiert, das ist eine andere Geschichte. Schau, du hast eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie es aussähe, wenn Meditieren bei dir klappt. Du hast irgendwie subtil eine Vorstellung, wie deine Meditationserfahrung wäre, wie du dich danach fühlst oder was in deinem Leben dann geschehe. Und das stimmt alles nicht. Du weißt überhaupt nicht, wie es ist, wenn Meditation klappt. Es gibt Menschen, die setzen sich zum Meditieren hin und die erleben dann unglaublich viele Gedanken. Diese Menschen sind so bewusst und so präsent, dass sie ihre Gedanken wahrnehmen können, während sie da sitzen. Das ist ein unglaublich toller Schritt. Aber all diese Menschen glauben, sie machen es verkehrt, weil sie ihre Gedanken wahrnehmen. Die Wahrheit ist, wir können nicht wissen, wie unsere Meditation ist. Du kannst es nicht wissen. Deswegen ist der einzige Weg zu meditieren, dir überhaupt keine Gedanken darüber zu machen. Und diese Instanz in dir, die sich diese Fragen stellt, mache ich das richtig? War das jetzt gut? Oder die glaubt zu wissen, wie es wäre, wenn es richtig wäre, die zu ignorieren. Das ist eigentlich das Wesen der Meditation, all das zu ignorieren. Du kannst mir auch gerne schreiben, warum du glaubst, dass deine Meditation nicht klappt. Das würde mich interessieren. Du wärst der erste Mensch, dem ich begegne, bei dem Meditation nicht klappt, aber ich bin neugierig und du kannst mir gerne schreiben. Aber wisse, der oder die da oben, die dir das sagt, dass es nicht klappt, das ist genau die, die wir versuchen zu ignorieren. Ja, schreib mir gerne nochmal, wenn du möchtest. Ich hab, Simone, hast du noch was? ja, ich habe nochmal eine Frage von John. Ja, John, bitte. Wie kann man die Verantwortung für sich selbst und sein Leben übernehmen? Auch sagst du, dass man diese an Gott abgeben kann. Entscheidest du das für dich intuitiv? Ich kann das jetzt nicht machen und so weiter. Das wäre ja das genaue Gegenteil, also Verantwortung abgeben, anstatt diese für sich zu übernehmen. Ich kannte mal jemanden, der hat sich am frühen Morgen beim Aufstehen entschieden, heute lenke ich oder ich lasse mich lenken und von Gott lenken. Im Prinzip, mit welchem Bein stehe ich heute zuerst auf? Linkes oder rechtes Bein? Entscheide ich mich selbst oder lasse ich für mich entscheiden und mich führen?
Das ist das Lustige an diesem spirituellen Weg, dass, wenn man es nicht selbst erlebt, alles so paradox erscheint. In Wirklichkeit ist es natürlich überhaupt kein Paradox, aber wenn man, wenn man es verstehen will, bevor man es erlebt, erscheint es wirklich wie so ein Knoten. Ich verstehe. Und ich will mal versuchen, dazu was zu sagen, was irgendwie verständlich ist. Ich entscheide mich morgens nicht. Für mich ist völlig klar, dieser Tag gehört Gott. Das ist gar keine Frage. Und ich entscheide mich, alles, was an diesem Tag geschieht, damit bin ich einverstanden. Das gehört mir, das ist meins. Kein anderer ist dran schuld. Ja? Meine Partnerin sagt irgendwas und ich fühle mich schrecklich. Ah, das ist mein Gefühl, meine Angst, meine Wut, meine Enttäuschung. Ja? Das ist Verantwortung übernehmen. Ich antworte auf das Leben. Das ist Verantwortung. Alles, was in meinem Leben geschieht, dazu sage ich ja. Alles, was geschieht, ist meins. Kein anderer ist dafür verantwortlich. Niemand anders ist daran schuld. Auch ich nicht. Aber ich sage ja. Und durch dieses Ja sagen, durch dieses Akzeptieren, da übernehme ich Verantwortung. Ich antworte auf das Leben. Das Leben ruft, gibt mir irgendein Gefühl und ich antworte und sage, ja, hier bin ich. Komm. Das ist Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen heißt nicht, ich bestimme, sondern das heißt, ja, ich sage ja. Ich mache mit, ich spiele mit, hier bin ich. Ja, Gott, ich bin hier. In jeder Situation, egal wie schön, egal wie schrecklich. Das ist Verantwortung. Und es ist nichts, was ich morgens entscheide. Irgendwann vor einigen Leben hat sich meine Seele entschieden, jetzt sage ich ja. Und deswegen ist es jetzt so. Es gibt für mich überhaupt gar keinen Anlass, das zu entscheiden. Verantwortung heißt nicht, dass ich mich entscheide, lasse ich diesen Tag den Tag von Gott sein oder ist es mein Tag, den ich bestimmen kann? Die Entscheidung gibt es nicht. Du kannst nur eine Entscheidung treffen. Spiele ich mit oder nicht? Sage ich ja oder nein? Die Entscheidung kannst du morgens treffen. Du kannst sagen, okay, heute sag ich Gott, wo es lang geht. Es wird natürlich nicht funktionieren, aber so leben wir normalerweise. Und das ist ein hartes Leben, das ist schwierig und sehr beängstigend. Dann bist du von Gott und damit von dir selbst ganz weit weg. Du bist sehr einsam und verzweifelt. Aber sobald du dich entscheidest, Ja zu sagen und keine Erwartungen mehr zu haben, ja, das Ja sagen ist das gleiche wie keine Erwartungen haben, da wird alles einfach. Und ich sag's nochmal. Es gibt so viele Menschen, die nennen sich Christen. Und es gibt viele Menschen, die nennen sich nicht Christen, aber sie lieben Jesus. Oder sie lieben Buddha oder wen auch immer. Aber das eine tun, was diese Heiligen getan haben, Ja sagen, mitspielen, Verantwortung übernehmen, zu Gott zu sagen, ja, ich bin hier. Ich lebe das Leben, das du mir servierst. Ja. Und zwar sage ich Ja für alles, egal was kommen wird. Das haben die gemacht. Dadurch wurden sie so groß, so unglaublich
gleich. Und das können wir uns nicht vorstellen. Ja, es ist echt ein Paradox. Die Leute lieben Jesus und sind so berührt von allem. Aber das, was er tat, das können sie nicht. Das wollen sie nicht. Jesus hat etwas ganz Interessantes gesagt. Ich versuche mal, ob ich das jetzt zusammenbekomme in meinem Gedächtnis. Ich muss das nochmal nachlesen fürs nächste Video, aber es war sowas wie, er sagte, dein Erbe ist es, Gottes Sohn zu sein, ja, Gottes Tochter. Die Kirche hat später aus ihm den einzigen Sohn Gottes gemacht, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ergibt auch überhaupt gar keinen Sinn. Er hat es selbst gesagt. Das ist dein Erbe, Gottes Sohn zu sein, Gott gleich zu sein. Das Einzige, was wir lernen müssen, ist Ja sagen zum Leben. Das Leben zu leben, das sich mir auftut. Ohne Erwartungen an irgendwas anderes. Und dann bist du wie Jesus. Weißt du, uns wurde eingeredet, dass das ein unglaublich seltenes Beispiel war, das es nie wieder geben wird. Ich meine, das stimmt. Aber nicht, weil es unmöglich wäre, sondern weil keiner beginnt, ihm nachzufolgen. Dabei war das sein einziges Beschrieben. Er hat immer wieder gesagt, komm, folgt mir nach. Tu es mir gleich. Er hat immer wieder gesagt, was ich tue, ist nichts Besonderes. Du kannst es auch tun. Aber seine Jünger waren noch nicht mal in der Lage, zusammen mit ihm zu beten. Es fällt uns so schwer, dieses einfache, eine zu tun, fällt uns so schwer, wegen unseren Gedanken, weil wir den glauben, wegen unserem Ego, weil wir dem glauben. Ja, so ist es mit dem Entscheiden. Das ist die eine Entscheidung. Wenn du die einmal getroffen hast und dabei bleibst, dann ist dein Leben einfach. Danke, John. Simone, ich habe jetzt hier eine Frage, die passt einfach so gut dazu, dass ich die jetzt vorlesen möchte. Ist wieder so eine ganz kurze Frage. Heute ist der Satzang der kurzen Frage, die es einfach unglaublich in sich haben. Das hier ist jetzt auch keine Frage, sondern eher ein Kommentar, den ich auf YouTube bekommen habe. Sie schreibt, für dich ist es immer einfach. Das ist der gesamte Kommentar und er berührt mich sehr, weil ich das natürlich von einigen Leuten immer wieder zu hören kriege, die sagen, ja, für dich ist es immer einfach, für mich nicht. Die schreiben dann, du hast gut reden. Für dich ist es leicht, für mich ist es nicht leicht. Die sagen, ich kann das, was du tust, nicht tun. Für mich ist es schwer. Aber du belügst dich selbst. Es ist für dich schwer, weil du nicht das tust, was ich tue. Das, ja, es ist nicht für dich, es ist nicht so, dass du das nicht tun kannst, weil es für dich schwer ist. Das stimmt nicht. Wenn du das tust, was ich tue, dann wird es für dich leicht. Wenn du das tust, was Jesus tat, dann wird dein Leben leicht. Dann ist alles einfach. Du musst es jeden Tag tun, in jedem Moment, immer wieder. Dieses Herr, dein Wille geschehe. Dieses Ja zum Leben sagen. Dieses keine Erwartungen haben, ist etwas, was man immer wieder tun muss, in jedem Moment, mit jedem Atemzug. Das ist eine Lebensweise. Aber wenn du die dir zu eigen machst, dann ist es einfach. Dann ist alles einfach. Aber du willst es nicht.
Das ist die Wahrheit. Es ist nicht so, dass es schwer ist, aber du willst es nicht. Irgendwas in dir ist, das das nicht will. Und ich verstehe dich. Ich sage nicht, dass an dir was verkehrt ist. Ich kenne das auch. Ja? Heute nicht mehr. Das ist bei mir nicht mehr da, aber ich kenne das durchaus. Ich erinnere mich noch gut. Dieses Unwohlsein und da ist immer was dann alle möglichen Gründe findet, warum das doch keine gute Idee ist und warum das einfach nicht geht. Aber das sind alles Lügen. Und wie gesagt, ich meine das überhaupt nicht negativ, wenn ich sage, das sind alles Lügen. Das ist die Natur unseres Geistes, das ist die Natur unseres Egos. Damit, damit versklavt es dich. Ja? Du glaubst mit jeder Faser, ich kann das nicht. Für mich ist es nicht einfach. Aber wenn du einfach das tust, wovon ich spreche, und einverstanden bist damit, wie es für dich jetzt ist, was könnte einfacher sein? Ja? Ich verlange nicht, dass du dein Leben veränderst. Ich verlange nicht, dass du dich veränderst, dass du intelligenter wirst, als du bist, oder hingegebener oder spiritueller oder erfolgreicher oder reicher oder schöner. Ich erwarte nicht, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst. Nichts dergleichen. Dieses eine, jetzt, da wo du jetzt bist im Leben, so wie du jetzt gerade bist. Ich meine, du bist ohnehin so, ja? Das Leben ist ohnehin so. Und dazu jetzt Ja sagen, zu dem Widerstand in dir Ja sagen, zu dem Verkorksten in dir Ja sagen, zu den verrückten Gedanken. Okay, die sind so. Brauchst ihnen keine Aufmerksamkeit geben, aber kämpf nicht dagegen. Lass, lass den Wunsch los, dass es anders ist. Dann kannst du hier sein. Dann wird's einfach. Und das ist das eine, was das Ego nicht gestattet, dass du einverstanden bist. Und deswegen hast du es schwer. Das ist der einzige Grund. An deinem ganzen Leben gibt es nichts, was schwierig ist. Das ist der eine Knackpunkt, der dich von Jesus unterscheidet. Es gibt keinen anderen. Und ich sage, es ist einfach, weil es für mich einfach ist. Und ich lade dich fortwährend ein, in jedem meiner Videos, in jedem meiner Satsangs, es mir gleich zu tun. Und was ich hier von mir gebe, sind ja nicht meine Weisheiten. Ich bin nicht so cool. Ja, ich habe einfach das ausprobiert, ja, vor einigen Leben schon, was Jesus gesagt hat. Und jetzt hat mich mein Meister und mein Guru wieder daran erinnert. Und jetzt sage ich einfach, hey Leute, so geht's. So funktioniert Leben. Deswegen sage ich, es ist einfach, weil es für mich einfach ist. Und für dich kann es auch einfach sein. Und dann ist es wieder schwer, ja? Heute sagst du ja und du erlebst, wow, das ist ja wirklich ein Unterschied. Krass. Hätte ich mir ja nie vorstellen können. Und morgen wachst du auf und es ist wieder so wie vorher. Du bist in deinem alten Sumpf. Und dann morgen auch wieder Ja sagen. Okay, Gott, ja. Auch heute, auch dazu, ja. Immer ja. An keinem Morgen eine Erwartung haben. Jeden Morgen aufs Neue. Ja. Und sein Leben wird vollkommen anders. Ich muss das Gleiche tun, in jedem Moment. Danke für diesen Kommentar. Herzlichen Dank. So, Simone, wenn du magst, bist du jetzt wieder dran. Ja, John hat noch geschrieben, vielen lieben Dank für deine wunderbaren Ausführungen. Sehr gerne, John. Ich danke dir für deine wunderbaren Fragen. Und Tanja hat sich nochmal gemeldet Ja, und sie schreibt Folgendes. Mir fällt es schwer, in diesen Moment zu kommen, in die Ruhe.
Mein Kopf wird dann schwer und müde und dann dauert mir das zu lange und das hält mich davon ab. Ich würde mich gerne darauf einlassen. Danke für die Klärung. Ja, das ist sehr interessant. Bitte lest es nochmal vor, Simone. Mir fällt es schwer, in diesen Moment zu kommen, in die Ruhe. Mein Kopf wird dann schwer und müde und dann dauert mir das zu lange und das hält mich davon ab. Danke. Tanja, es ist so, weißt du, wenn du meditierst, dann heißt es nicht, dass du irgendwo hinkommen musst. Du kannst nicht in die Ruhe gehen. Du kannst mit deiner Aufmerksamkeit hier zu dieser körperlichen Stelle gehen, zu der, die man hier berühren kann. Ja, das geht. Deswegen legen wir da auch am Anfang die Hand kurz drauf und machen diese 3 Kreise im Uhrzeigersinn, damit wir diese körperliche Stelle besser spüren können. Aber was wir dann da finden, wie es uns dann geht, das liegt nicht in unserer Hand. Und für mich klingt es, als würdest du etwas versuchen, gegen irgendwas kämpfen. Ja? Du findest da keine Ruhe, du findest deine Gedanken und alles mögliche andere. Und es ist ein feiner Tanz. Ja? Du gibst den Gedanken keine Aufmerksamkeit. Du ruhst mit deiner Aufmerksamkeit hier oben, aber das heißt nicht, dass du gegen irgendwas kämpfst, dass du irgendeine Art von Anstrengung machst. Es ist auch nicht, dass du dann irgendwas anderes suchst. Du bist einfach mit dem, was ist. Du ignorierst deine Gedanken, ruhst da oben, egal wie das ist. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass der Körper und der Geist, das Ego, viele verschiedene Tricks haben, um dich vom Meditieren abzuhalten. Der Körper ist es nicht gewohnt, eine halbe Stunde da zu sitzen. Und der Geist mag es überhaupt nicht, wenn du ihm eine halbe Stunde keine Aufmerksamkeit gibst. Und da zieht's an allen Ecken und Enden. Der Körper zwickt oft und tut irgendwie weh und so. Aber der gewöhnt sich unglaublich schnell dran, wenn man ihn einfach ignoriert. Und wenn der Geist dich mit Gedanken nicht kriegt, dann gibt es so Gedanken, die sind verschleiert. Ja? Die nimmt man nicht so direkt als Gedanken wahr. Und das ist die Ungeduld. Das sind Gedanken, die nimmst du nicht direkt wahr, aber das ist dieses, da habe ich aber überhaupt kein, es dauerte schon so lange, wann ist es endlich vorbei? Aber trotzdem sitzen zu bleiben. Egal wie du dich fühlst, egal ob es Spaß macht oder nicht. Ja? Der Kopf da oben, der will dir das vermiesen. Der versucht alles, damit du dich nicht hinsetzt und ihn ignorierst. Und das mit der Ungeduld ist einer seiner besten Tricks. Deswegen ist es so wichtig, sich hinzusetzen und eine halbe Stunde sitzen zu bleiben, egal was passiert. Wenn du vorher aufhörst, wenn du der Ungeduld Raum gibst, dann wird es nur schwieriger. Ja, dann gehst du in die falsche Richtung. Aber einfach sitzen bleiben. Und ich bin da radikal. Ich stelle mir keinen Wecker. Ich meditiere eine halbe Stunde und meistens öffne ich dann von alleine nach etwa 33, 34 Minuten die Augen. Aber manchmal öffne ich die Augen ein bisschen zu früh, dann schaue ich auf die Uhr, die auf meinem Handy läuft. Das liegt dann da vor mir und sehe ich, 29 Minuten und 20 Sekunden. Und dann schließe ich nochmal meine Augen. Aus Prinzip. Ich will einfach, dass klar ist, wer hier das Sagen hat. Ja, und das ist Gott. Der will, dass ich 30 Minuten hier sitze und das mache ich. Ganz gleich, was für tolle Ideen oder was für eine schlechte Laune mein Geist hat. Da bin ich radikal. Ich gebe dem keinen Zentimeter Raum in dieser halben Stunde. Ja, und am Schluss möchte ich dir noch sagen, wenn du Ungeduld spürst, dann ist das ein richtig gutes Zeichen. Ja, da rebelliert jemand.
Und das heißt, dass du es richtig machst. Ja. Das, was wir da ignorieren, das, was wir da entthronen, das leistet Widerstand. Und das merkst du auf verschiedene Weisen. Manchmal sind es Gedanken, die unglaublich wichtig zu sein scheinen und die dann ignorieren. Aber oft sind es diese Gedanken auf emotionaler Ebene und das ist dann diese Ungeduld. Und du wirst vielleicht noch ein paar mehr Tricks kennenlernen von deinem Geist. Ganz lustige Gefühle, die du dann kriegst. Irgendwas Unangenehmes, was es dir einfach vermiest. Und trotzdem sitzen zu bleiben. Zu sagen, ja, ja, komm du nur. Ich bleib sitzen. Du kannst mich mal. Hier bin ich der Herr im Haus, nicht du. Ja, das ist das, was da passiert. Zum ersten Mal beginnst du zu entscheiden, wo deine Aufmerksamkeit ist und wie lange du da sitzen bleibst. Und das wird alles verändern in deinem Leben. Meiner Erfahrung nach ist es am Anfang besonders intensiv. Wenn man, wenn man da mal eine Weile meditiert hat, dann hat sich der Körper daran gewöhnt, dass er da eine halbe Stunde sitzen muss und dass egal wie er juckt und wie er zwickt, du nicht klein beigibst und dann lässt er dich überwiegend in Ruhe. Und mit dem Geist ist es genauso. Am Anfang zieht er alle Register, aber relativ schnell merkt er, es nützt alles nichts. Und dann wird es einfacher. Deswegen ermutige ich dich dazu, bleib einfach dran. Denk überhaupt nicht drüber nach. Mach einfach weiter. Du weißt, das ist gut für dich. Mach einfach weiter. Und du sagtest ja in deiner ersten Frage, dass Meditieren für dich nicht funktioniert. Denk dran. Du weißt nicht, was das bedeutet. Ungeduld ist kein Zeichen dafür, dass das Meditation nicht funktioniert. Im Gegenteil. Da passiert ganz offensichtlich das Richtige. Viele Gedanken wahrzunehmen heißt nicht, dass du was falsch machst und dass Meditation nicht funktioniert. Die meisten Menschen glauben, wenn ich es richtig mache beim Meditieren, dann ruhe ich eine halbe Stunde gut gelaunt und glücklich in Stille. Und das stimmt nicht. Danke, Tanja. Ich habe noch eine Frage, Michael, von Healing. Hallo Heling. Schön, dass du da bist. Die lese ich jetzt vor. Ja, bitte. Und zwar, und warum soll ich dann meditieren, wenn ich doch nicht wollen soll, dass sich was ändert? Ich habe 7 Jahre brav meditiert und nichts hat sich verändert, jedenfalls nicht zum Leichten und Guten. Im Gegenteil. Danke. Ich weiß nicht, wie du bisher meditiert hast, aber die Sache ist ganz einfach. Wenn du einen besseren Weg kennst, gehe den. Aber wenn du weißt, dass das der richtige Weg ist, dann gehe diesen hier. Aber dann richtig. Ja? Du kannst meditieren und du kannst meditieren. Es ist nicht meditieren, wenn du dich eine halbe Stunde morgens hinsetzt und okay, jetzt meditiere ich halt, es nützt dir eh nichts. Ja? Das ist nicht meditieren. Ich meditiere so. Ich weiß, das ist der Weg. Ich weiß, das ist das, was ich will. Das eine. Wie es sich anfühlt, ist mir völlig egal. Was sich in meinem Leben tut, ist mir völlig egal. Ich weiß, das ist der Weg. Wenn du das auch weißt, dann tu's. Dieses Wissen kann ich dir nicht geben. Das musst du selber haben. Ich möchte dir erzählen, wie es war, als ich Swamiji begegnet bin. Ich wusste nichts von Swamiji. Ich wusste nichts von irgendwelchen Gurus. Ich habe auch keinen Guru gesucht. Ich habe auch keinen Swamiji gesucht. Ich habe auch keine Meditation gesucht.
eines Tages, vor heute 7 Jahren und 3 Monaten und etwa 2 Wochen, hat Soham, mein spiritueller Meister, mir von Swamiji zum ersten Mal erzählt. Er hatte von ihm gehört. Und wie ich die ersten Sätze von Soham höre, wie er mir von Swamiji erzählt, erfasste mich in meinem Innern eine Energie, wie ich sie noch nie in meinem Leben gespürt habe. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich wusste nicht, was dieser Guru bringt und was es alles soll. Soham fing einfach an, von ihm zu erzählen. Und in mir überrollte mich diese Energiewelle. Und ich wusste, das ist der Weg. Ich wusste nicht, was es bedeutet. Das ist der Weg. Ich wusste weder, was es praktisch bedeutet, noch was es subtil bedeutet. Ich wusste nur, ah, darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Und mehr noch, darauf habe ich so viele Leben lang gewartet. Das war mein Gefühl, obwohl ich nie über irgendwelche letzten Leben nachgedacht habe. Ich bin eigentlich ein völlig unesoterischer Mensch. Aber in dem Moment wusste ich, das ist es. Darauf habe ich gewartet. Das war mein Wissen. Keiner hat mich überzeugt, keiner hat mich überredet, keiner hat mir tolle Sachen erzählt. Durch die Worte von Soham hat Swamiji mich berührt und ich habe mich erinnert und ich wusste, ja, natürlich, das ist mein Weg. Hier bin ich. Und so ist es für mich jetzt. Ich habe überhaupt gar keine Frage. Selbst wenn sie mich ans Kreuz nageln würden, würde ich diesen Weg weitergehen. Deswegen hat Jesus, ich meine, das wird nicht passieren, ja, es ist nicht meine Rolle in diesem Leben, aber deswegen hat Jesus seinen Weg so gegangen, weil es für ihn völlig klar war, das ist der Weg, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Und alles, was ich hier tun kann, ist, dich zu bestärken, wenn du das auch weißt. Wenn dich Gott berührt hat, irgendwie, im Leben eines jeden Menschen geschieht es auf andere Arten und Weisen. Aber wenn du das weißt, da geht's lang. Aber man vergisst oder man empfindet es als schwer. Dann bin ich da, um dich daran zu erinnern. Und dann steckt meine Gewissheit deine Gewissheit an. Aber die muss da sein, die kann ich dir nicht geben. Deine Hingabe an Gott, die wird dadurch gestärkt, indem du meine Hingabe spürst und erlebst. Aber die musst du selber haben. Ich kann sie dir nicht geben. Das ist deine Angelegenheit. Also wenn du fragst, warum sollte ich meditieren? Das musst du wissen. Aber wenn du meditieren willst oder wenn du in den Himmel kommen willst, wenn du weißt, da ist was, das geht, ich weiß, es geht, obwohl ich mir es überhaupt nicht vorstellen kann, dann, dann erzähle ich dir gerne immer wieder davon. Aber wenn du es nicht willst, dann geh deinen Weg. Ja, da kann ich nichts machen. Und auch kein Guru. Swamiji hat mal was ganz Interessantes gesagt. Er sagte, das ist vielleicht die Antwort an dich. Ein Guru kann im Leben des Schülers alles bewirken. Alles. Nur der Wunsch zu meditieren, den muss der Schüler selbst haben. Ja. Ja, ich danke dir für deine Frage. Ich bin dankbar, dass ich darüber sprechen darf. Danke. Und ich freue mich, dass du da bist, Healing. Willkommen. Und wenn du noch weitere Fragen hast, freue ich mich, von dir zu hören. Ich habe zurzeit keine offenen Fragen, Michael. Ja, fein, dann schaue ich mal, was ich hier noch habe.
So, mich verunsichert etwas. Und zwar wohne ich in einem Wohnblock und kann mich nicht 7 Meter lang ausdehnen, ohne das in die Aura anderer Menschen zu gelangen. Das bezieht sich darauf, dass ich gesagt habe, und Swamiji sagt es, dass man, wenn man morgens alleine meditiert, dass man möglichst in einem Bereich sitzen soll, wo im Umkreis von 7 Metern keine anderen Menschen sind, damit die eigene Aura sich beim Meditieren ungehindert ausdehnen kann. Daher kommt dieser Einwand hier, und jetzt schreibt sie weiter. Auch arbeite ich an einer Schule und bin dort von vielen Menschen umgeben. Beim Meditieren ist es so, du machst es einfach so gut du kannst. Das einzig Wichtige ist, dass du dich jeden Tag zum Meditieren hinsetzt. Und dann gibt es da etliche Hinweise, wie das praktisch am besten geht. Und einer dieser Hinweise ist beispielsweise, dass es hilfreich ist, wenn um einen herum im Umkreis von 7 Metern niemand anders ist, weil man dann nicht in deren Gedankenwolke hockt. Ja? Die eigene Aura kann sich dann ungehindert ausdehnen, während man meditiert. Aber wenn das nicht möglich ist, dann ist es halt nicht möglich. Okay, Hauptsache du meditierst. Und Swamiji weist darauf immer wieder hin. Es gibt alle möglichen Hinweise, zum Beispiel zu der Zeit, zu der man meditiert. Morgens ist es am allerschönsten und am einfachsten und am besten. Ja, um 4, um halb 5, um 5. Ich schaffe es meistens nicht so früh. Ja, ich gehe meistens so um halb 10 ins Bett und dann wache ich meistens so gegen 5, halb 6 von selber auf und dann meditiere ich. Aber Swamiji sagt, wenn du das nicht kannst, um die Zeit, warum auch immer, dann meditiere halt abends oder mittags oder nachmittags. Hauptsache du meditierst. Dann spricht Swamiji manchmal darüber, wie man am besten da sitzt, wie das am hilfreichsten zu meditieren ist. Das ist alles schön und gut. Aber wenn du das nicht kannst, sitz so da, wie du es kannst. Hauptsache, du meditierst. Das ist das einzig Wichtige. Alles andere ist nebensächlich. Und es ist wirklich so. Du kannst auf dem Kopf stehen und meditieren. Du kannst in der U-Bahn sitzen und meditieren. Wenn du es nicht anders kannst, mach das. Ich habe von einem Menschen gehört, der war im Gefängnis. Der war Schwerverbrecher und der war im Gefängnis in den schlimmsten Umständen, die du dir vorstellen kannst. Laut, dem seine Zellengenossen haben ihn angeschrien die ganze Zeit. Und da hat er meditiert. Da ist er erwacht. Also, du nimmst einfach das, was du hast. Das ist das Schöne an diesem Leben. Du brauchst es nicht anders als so, wie es für dich gerade ist. Also brauchst du darüber überhaupt keine Gedanken machen. Und du sagst, du bist tagsüber von vielen Menschen umgeben, weil du in dieser Schule arbeitest. Und genau deswegen meditierst du am Morgen, weißt du? Das ist kein Problem, sondern das ist eher die Hilfe. Morgens hast du den Luxus, eine halbe Stunde lang allein zu meditieren, wo du ganz nach innen gehen kannst und dich kein Mensch stört. Auch wenn die Nachbarn vielleicht nur 2 Meter weg sind hinter einer Betonwand in deinem Wohnblock. Aber das macht nichts. Und dann gehst du mit diesem Samenkorn der Bewusstheit in deinen Alltag. Dann sitzt du in der überfüllten U-Bahn, dann bist du an der vollen Schule. Und da übst du dann immer wieder zu dir zurückzukommen, so gut du eben kannst. Weißt du, das ist alles nicht ernst. Nichts an dem ist ein Problem, sonst wäre es anders. Es ist wirklich so. Ja, mach dir keine Gedanken, ist alles okay. Danke für deine Frage. Simone, habe ich noch Gelegenheit? Ja. Wie gehe ich mit energieraubenden und erschöpfenden Träumen um? Zur besseren Konzentration lege ich meine Hand auf das Kronenchakra, bemerke aber, dass ich mich dann auf die Hand und nicht auf das Kronenchakra konzentriere. Ist das okay?
Sie hat noch eine zweite Frage in der gleichen E-Mail, aber ich möchte jetzt erst auf die erste antworten. Ich kenne das auch. Manchmal wache ich aus Träumen auf und ich war so im Traum involviert, dass ich ganz neben mir stehe. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade stundenlang gearbeitet. Ich bin überhaupt nicht erholt. Ich kann dir sagen, wie ich damit umgehe. Ich akzeptiere. Ah, dieser Morgen ist so. Okay. Dann gehe ich ganz besonders sanft mit mir um. Ich bin ganz besonders achtsam und bewusst, weil ich weiß, wenn ich so erschöpft bin und so gerädert und so neben mir, dann mache ich ganz besonders gern dumme Sachen oder verschütte was oder ich akzeptiere. Und die Gefühle, die damit einhergehen, meistens haben ja diese Träume auch sehr intensive Gefühle, die akzeptiere ich auch gleich mit. Die nehme ich einfach mit in den Tag. Ja, kommt, wo ihr schon mal da seid, bleibt da. Ihr seid willkommen. Ich könnte so, also in gewisser Weise sagen, ich gehe mit erschöpfenden Träumen überhaupt nicht um. Das ist einfach ein weiteres Teil meines Lebens, wo ich einfach sage, okay, das ist so. Ich habe manchmal Tage, da bin ich voller Energie. Alles fällt mir leicht. Alles geht mir leicht von der Hand. Es ist einfach eine Freude. Manchmal habe ich Tage, da bin ich einfach nur erschöpft und ich weiß überhaupt nicht warum. Und alles fällt mir schwer. Und dann dazu Ja sagen. Mit der gleichen Freude und Selbstverständlichkeit wie der Tag, wo alles so einfach ist. So mache ich das. Und ich weiß nicht, wozu es gut ist, weißt du? Wir neigen dazu zu glauben, eine traumlose Nacht, wo man auch erholt und glücklich morgens aufwacht, das ist gut. Aber so ein erschöpfender Traum, wo man morgens gerädert aufwacht und womöglich betrübt oder schlecht gelaunt, das ist schlecht. Aber bist du dir da sicher? Ich habe manchmal den Eindruck, dass es genau umgekehrt ist. Dann, wenn ich ganz besonders offen bin und ganz besonders akzeptierend, dann können die Dinge kommen, zu denen ich sonst nicht fähig bin. Dann kann ich die willkommen heißen. Das ist ein gutes Zeichen. Dann können diese alten Gespenster kommen und sich lieb haben lassen und akzeptiert werden. Und dann kann ich damit in Frieden kommen. Ich könnte also sagen, gutes Zeichen. Du bist kräftiger, du bist akzeptierender geworden. Und jetzt kommen sogar solche Sachen. Ich will damit nur sagen, dass du nicht weißt, was gut ist und dass du nicht weißt, was schlecht ist. Ja. Und das fragt es wegen der Hand. Ja klar, wir legen die Hand aufs Kronenchakra genau deswegen, weil dann automatisch unsere Aufmerksamkeit zur Hand geht. Ja, unsere Aufmerksamkeit und die Hände sind gekoppelt. Ja, wenn du in der Küche hantierst und du greifst etwas, dann schaust du automatisch in diese Richtung und automatisch ist deine Aufmerksamkeit da. Deswegen machen wir das. Und wenn wir dann die Hand wegnehmen, dann bleibt die Aufmerksamkeit da. Und wenn es dir schwer fällt, mit der Aufmerksamkeit da oben zu bleiben, dann lass die Hand halt da eine Weile oben. Ist gar kein Problem. Ist eine gute Hilfe. Swamiji selbst hat was Ähnliches vorgeschlagen. Ja? Es gibt Menschen, die es manchmal für eine gewisse Zeit sehr schwer haben, mit ihrer Aufmerksamkeit dort oben zu bleiben. Und die Inder haben da einen ganz lustigen Trick. Die nehmen ein Reiskorn und dieses Reiskorn pieksen sie dann da oben in die Kopfhaut rein. Dann bleibt es da stehen und diesen Pieks spürt man dann noch ganz lange. Und dann weist ihnen sozusagen dieser Pieks die Richtung Kronenchakra. Und dann haben sie es leichter, mit der Aufmerksamkeit in diese Richtung zu gehen. Es geht hier nicht um Perfektion, weißt du? Es geht nicht darum, dass du das richtig machen musst und jetzt genau an dieser Stelle irgendwas richtig machen musst. Nimm's leicht. Es geht einfach darum, mit der Aufmerksamkeit in diese Richtung zu gehen und nicht eine Ebene tiefer oder hier
bei den Gedanken stehen zu bleiben. Das ist eigentlich alles. Ich kenne eine Frau, die, die näht ganz tolle Bohnenkissen. Das sind kleine Kissen, die mit Bohnen gefüllt sind, wunderschön für Menschen, die meditieren und die können sich die dann auf den Schädel legen und dieses Gewicht dieses kleinen Kissens, das weist dann durch dieses schwere Gefühl dort oben, weist dann der Aufmerksamkeit den Weg Richtung Kronenchakra. Und es gibt viele Menschen, die finden es sehr hilfreich. Da ist also alles erlaubt. Alles, was es dir leicht macht. Die E-Mail enthält noch eine zweite Frage. Wenn Gedankenlosigkeit das Ziel ist, wie verhält es sich dann mit Lesen? Ich lese viel und währenddessen bin ich voller Gedanken. Mein Rat an dich hier ist, mach dir darüber keine Gedanken. Wirklich. Tu das, was du gerne zur Entspannung tust. Wenn du gerne liest, dann liest natürlich, du liest es und du bist da voll in der Geschichte drin. Deswegen liest man ja. Das ist ja das Tolle. Ja. Mach dir keine Gedanken. Ja. Wenn es dich entspannt, wenn es dir Spaß macht, dann tu es einfach. Ist alles viel einfacher, als wir uns das vorstellen, weißt du. Und irgendwann hast du vielleicht keine Lust mehr zu lesen und dann hörst du halt damit auf. Und wenn nicht, dann liest du halt weiter. Es ist ja nicht so, dass du da ein Buch liest und du dir ernsthafte Gedanken über dein Leben machst und über dich selbst nachgrübelst und dir selbst Vorwürfe machst. Im Gegenteil, du vergisst dich vollkommen, du tauchst ein in eine völlig andere Welt, ja, und dann bist du mit dem Kapitel fertig und irgendwann schaffst du dann das Buch zuzumachen, wahrscheinlich viel später, als du eigentlich wolltest, weil du ganz in der Geschichte verschwunden warst. Und dann musst du erst mal wieder gucken, wo bin ich denn hier überhaupt, ja? Ich glaube nicht, dass daran irgendwas verkehrt ist. Mein spiritueller Meister Soham, der hat jahrelang, der liest nicht so viel, der hat DVDs geschaut, damals, als es noch DVDs gab, ja, das ist ein paar Jährchen her. Der war oder ist Star Trek-Fan. Und der hat alle Folgen rauf und runter angeschaut und noch zahllose andere Filme. Das liebte der einfach. Der fand es total spannend und der war neugierig und hat es genossen. Ja, hier ist dieser spirituelle Meister, ja, verehrt von Tausenden von Leuten und er liebte es, sich jede Nacht ein, zwei Folgen Star Trek reinzuziehen. Ja, das fand er einfach toll. Nichts verkehrt. Ja, der wusste, ich darf so sein, wie ich bin. Von ihm habe ich es gelernt. Mich hat Star Trek nie so interessiert, aber das ist auch okay. Ja, danke für deine Frage. Ich habe noch eine Frage von John Michael, Ja, John, bitte. jetzt gerade erst gesehen. Ähm, Bist du selbst Christ und lebst nach den 10 Geboten? Welche Rolle spielt Buddha für dich, beziehungsweise Christentum und Buddhismus im Allgemeinen in deinem Leben? Danke für diese schöne Frage. Ich lebe nach keinerlei Geboten. Ich bin nicht Christ. Ich liebe Jesus Christus. Ich fühle mich mit Jesus und seiner Christusenergie eins. Christ bist du, solange du Jesus nicht kennst. Christ bist du, solange du deine Seele noch nicht kennst. Ja? Die christliche Religion ist für die Menschen da, die keine Ahnung haben, wo es lang geht. Aber wenn du beginnst, dich selbst zu entdecken, dann lässt du das Christsein hinter dir. Dann wirst du zum Christus. Allmählich. Und die 10 Gebote ist ganz ähnlich wie die Religion. Die 10 Gebote
sind Hinweise für Menschen, die von dem, was richtig und gut ist, keine Ahnung haben, die dieses innere Gefühl nicht haben, die ihrer Seele nicht nahe sind. Für die sind diese Gebote da. Aber wenn du deiner eigenen Seele nahe kommst, wenn du zur Seele wirst, wenn du auf Seelenebene lebst und nicht mehr auf körperlicher Ebene, dann, dann steuert dich das, dann übernimmt das dein Leben, was irgendwann mal vor langer Zeit irgendwelche Weisen dazu veranlasst hat, diese Gebote niederzuschreiben, die aus sich selbst heraus wussten, naja, wenn du gut leben willst, dann sind das hier ein paar gute Ideen für dich. Für Menschen, die es noch nicht selber wissen. Aber irgendwann weißt du selbst. Dann richtest du dich nach keinerlei Geboten mehr, nach keinerlei Moral. Das ist alles nur ein ganz müder Ersatz für das Echte, für das, was du selber weißt. Und nur das hilft wirklich. Ja, du weißt ja, dass die 10 Gebote überhaupt nichts nützen. Ja. Man muss es selbst entdecken. Und dann weißt du, was gut ist. Und dann weißt du, was schlecht ist. Braucht dir keiner sagen. Und nur das hilft. Und in dem Maße, wie ich meditiere, in dem Maße, wie ich immer mehr auf dieser Seelenebene lebe, desto selbstverständlicher ist es für mich, das Richtige zu tun. Ich brauche mich an kein Gebot erinnern. Das geht gar nicht mehr anders. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Weißt du, das ist dann so, wenn du dann jemandem was stehlen würdest, dann würde dich das so schmerzen. Das wäre so, das geht, das kommt einem gar nicht in den Sinn. Das geht gar nicht. Du würdest zurückrennen, dem das wieder zurückgeben und ihm dann noch ein paar Sachen schenken, einfach damit es dir selbst wieder gut geht. Nicht aus schlechtem Gewissen, sondern weil das einfach nicht zu dir passt. Swamiji sagt es so, wenn man meditiert und zur Seele wird, dann kann nichts Schlechtes mehr durch dein Leben, durch dich selbst hindurch geschehen. Es geht nicht. Und die Herausforderung ist im Leben, selbst zum Christus zu werden. Es geht überhaupt nicht darum, ein guter Christ zu sein. Es geht darum, Christus zu sein. Ja? Jesus Christus. Der Mensch Jesus wurde offen für die Christusenergie, für Gott. Und du wirst zu John Christus. Ja? Du meditierst, du kommst dir selbst immer näher. Du wirst immer leerer. Du sagst immer mehr Ja zum Leben. Da ist immer weniger Ich, immer weniger Eigenes von dir. Und je leerer du wirst, je weniger Ich da ist, desto mehr kommt Christus in dich. Christus hat nichts mit Jesus zu tun. Christus ist Gott, ist das, was uns alle vereint. Ja, und da drin ist halt nur begrenzt Platz. Entweder ist da das Ich oder ist da das Gott. Ja, und je mehr das Ich verschwindet, ganz allmählich, desto mehr ergreift Gott Besitz von dir. Das ist eine ganz normale Angelegenheit. Dann ist da John Christus und Tanja Christus, Devaseto Christus, all die wunderschönen Menschen. Das ist unser Erbe, dafür sind wir hier. Ja. Das gleiche mit Buddha, du fragtest wegen Buddha. Ja. Gautama, der Mann Gautama, wurde immer Lehrer. Er wurde immer ichloser, immer einverstandener mit allem, ein wandelndes Ja. Und dann kam die Buddha-Energie durch ihn. Das ist genau das gleiche wie Christus. Christus und Buddha ist das gleiche Wort. Es gibt nur eine Lebensenergie. Und die ergriff dann von ihm Besitz. Gautama Christus, ja. John Buddha, ist alles das gleiche.
Und in gewisser Weise nehmen uns diese Vorbilder wie Buddha und Jesus die Ausrede, ja? Wir sagen so gerne, ja, ich kann das nicht, ne, ich habe es schwer, ich kann das nicht. Stimmt nicht, die konnten das, ganz normale Menschen. Du kannst es auch. Weil du kannst dich nicht zum Christus verwandeln, aber du kannst dich auf den Weg machen. Mehr ist nicht nötig. Ich habe keine weiteren Fragen, Michael. Manchmal staune ich selber, was ich so erzähle. Ja, ich finde es irgendwie sehr passend für dieses Neujahrsretreat, weil Neujahr ja auch sowas, so ein Neuaufbruch beinhaltet irgendwie, zumindest kalendermäßig. Und es ist wirklich so, wir sind hier in diesem Leben, um zu erkennen, weswegen wir überhaupt hier sind. Das ist ein großes Spiel, das wir hier spielen. Man traut sich ja gar nicht, das überhaupt zu denken. Ja, ich könnte es Jesus gleich machen. Ich könnte es Jesus gleich tun. Ich kann natürlich überhaupt nichts. Und doch kann ich mich auf diesen Weg machen und wie er werden. Früher wurden die Menschen dafür gekreuzigt und verbrannt, wenn sie sowas gesagt haben. Das ist Gotteslästerung, weil ja, das steckt ganz tief in uns drin, dass ich das auf keinen Fall denken, geschweige denn tun darf. Denn es gibt nur einen. Aber das stimmt nicht. Ich habe in meinem nächsten Video werde ich davon erzählen, äh, wie ganz berühmte Komponisten Gott erlebt haben und wo ihre Inspiration herkam. Und einer, dessen Name ich jetzt gerade nicht präsent habe, ich glaube, es war Brahms, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der erzählte von einem Theologen, von einem, der sagt, das ist die gängige christliche Lehre, dass Jesus der einzige Sohn Gottes war und auch immer sein wird. Und dann erzählte er, dass aber, er nannte ihn den an Gott trunkenen Nazarener. Ist das nicht eine tolle Bezeichnung für Jesus? Ja, der Mann aus Nazareth, Jesus, trunken von Gott. Der hat gesagt, so, so habe ich das von diesem Komponisten gelesen, dass wir alle Töchter und Söhne Gottes sind und wir alle diesen Weg gehen können. Dass er deswegen da ist, um uns das zu sagen. Und dann meinte er, wie kann dann dieser Theologe recht haben, wenn der, über den der schreibt, selber gesagt hat, dass wir alle so sein können. Und einfach sich daran zu erinnern, das setzt alles in diesem Leben ins richtige Verhältnis. Dann weißt du, was deine Aufgabe ist, dann weißt du, was deine Möglichkeit ist. Und du weißt natürlich überhaupt nicht, wie du das tun sollst. Du kannst es nicht selber tun. Aber du kannst dich einfach aufmachen in die Richtung. Du meditierst einfach jeden Tag, vergisst alles, was du weißt. Genau wie Jesus. Der hat nichts anderes gemacht. Der war nicht schlau, der hatte keinen großen Lebensplan. Im Gegenteil, er hat immer wieder gesagt, Gott, nicht mein Wille, nicht meine Erwartungen, nicht meine Wünsche,
Dein Wille geschehe. Und so können wir leben. Das ist alles. Ja, danke für dieses wunderbare Intensive. Ich danke euch so sehr. Satsang lebt nicht von mir. Satsang lebt von dieser Energie, die zusammenkommt, wenn wir uns hier treffen. Das ist wie eine große Online-Meditation gemeinsam. Jeder Einzelne bringt seine Schätze hierher. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich möchte gern Devaseto danken und jetzt TV für dieses wunderbare Forum. Ich möchte dich gern daran erinnern, dass Devaseto sich sehr über Spenden freut, damit jetzt TV möglich ist und dass dieses Forum hier möglich ist. Und auch von mir nochmal der Hinweis, alles, was ich tue, hier online und in meinen Videos, ist alles kostenlos. Und es muss auch so sein, weil nichts von dem, was ich hier weitergebe, mir gehört. Ja? Und ich möchte auch, dass du dich völlig frei fühlst und es einfach genießt. Ja? Hier muss keiner irgendwas bezahlen. Aber wenn dir danach ist, mich finanziell zu unterstützen, dann ist es mir das eine unendlich große Hilfe. Und wenn dir danach ist, auf meiner Website, auf der Spendeseite findest du Hinweise, wie das geht. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und alles ist mir Unterstützung. Und ich danke dir so sehr, wenn dir danach ist. Und vorhin wurde es von einer Fragestellerin angesprochen, die sagte, sie liest täglich meinen Newsletter. Ich verschicke meinen Newsletter etwa alle 1 bis 2 Wochen. Den kannst du gerne bekommen. Du kannst dich kostenlos auf meiner Website dazu anmelden. Aber ich verschicke auch jeden Morgen ein ganz kurzes Zitat aus einem der Videos. Einfach so als Erinnerung. Ich sagte ja vorhin, ich kann dir nichts geben, aber ich kann dich, wenn du selbst den Wunsch hast zu meditieren, wenn du selbst den Wunsch hast, Christus zu werden, dann kann ich dich immer wieder so ein bisschen dran erinnern, an das, was du selber weißt, an das, was du selber willst. Und deswegen verschicke ich jeden Morgen so ein kleines Zitat und auch die sind natürlich kostenlos. Und wenn du die gerne hättest, kannst du dich auf meiner Website natürlich dort auch anmelden. So, und ganz zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass dieses Jahr, heute ist ja der erste Tag dieses Jahres, finden zum ersten Mal Retreats mit mir statt. Ich bin ja eigentlich nur online vertreten durch meine Videos und Satsangs. Aber ich freue mich sehr darauf, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal zweimal Gelegenheit habe, gemeinsam mit denjenigen, die Lust dazu haben, eine Woche lang im Retreat zu verbringen. Das ist eine ganz wunderbare Gelegenheit. Und zwar geht es für sowohl deutschsprachige Menschen als auch englische. Es wird 2 Satsangs am Tag geben auf Deutsch und einen Satsang auf Englisch. Natürlich kann jeder an allen Satsangs teilnehmen. Ist gar kein Problem. Die finden in Oberösterreich statt, recht gut erreichbar von überall. Und ich freue mich sehr drauf, wenn du Lust drauf hast, dir dieses Geschenk zu machen und dir eine Woche in Satsang zu gönnen, dann bist du ganz, ganz herzlich willkommen und natürlich findest du alle Informationen dazu auch auf der Website. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ich liebe dich.